Servus, schön, dass ihr reinschaut. Heute seht ihr einen ganz stolzen Ergandi vor euch. Und zwar habe ich die Möglichkeit bekommen, die neue Anschütz 9015 One Field Target zu testen. Vielen Dank an die Firma Anschütz. Es ist nicht selbstverständlich, dass man einfach mal so ein Gewehr und Zubehör für mehrere tausend Euro zur Verfügung gestellt bekommt. Also ich finde es absolut grandios, wie die Firma unsere Community und euch als Zuschauer ernst nimmt und wie wichtig das denen ist, dass ihr die Möglichkeit habt, auch mal wirklich ganz nah das Gewehr euch anschauen zu können. Für diejenigen, die die Firma Anschütz noch nicht kennen, die sind hauptsächlich oder sehr schwerpunktmäßig im Bereich Biathlon zu Hause. Ich habe auf Wikipedia nachgeschaut. Dort steht, dass 90% der Biathleten weltweit mit einem Anschutzgewehr schießen. Das ist natürlich ein unglaublicher Wert. Der Bereich Field Target ist für die Firma Anschütz noch relativ neu. Hierfür wurde das bekannte Konzept der 9015 One genommen und eben ein paar Umbauten vorgenommen. Und seit März diesen Jahres gibt es auch eine 16 Joule Variante. Ich denke, es wird sich nur noch um Monate handeln, bis auf den ganzen größeren Wettkämpfen die Anschützgewehre nach und nach auftauchen werden. Legen wir einfach mal mit den technischen Daten los. Das Gewehr hat eine Gesamtlänge von 110,5 bis 114,5 cm mit diesem Schaft. Ihr habt die Möglichkeit hier hinten, das zeige ich später noch in der Nahaufnahme, die Schaftkappe um 4 cm heraus zu verlängern. Ich habe sie momentan auf mich perfekt eingestellt, das heißt, ich habe sie um 2 cm verlängert und hier auch die Schaftbacke habe ich auch in der Höhe für mich angepasst. Das Gewehr hat mit dem Basic-Schaft, so nennt sich dieser Schaftteil, der ab hier beginnt, ein Gewicht von 4,2 Kilogramm. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, eine ganze Menge Zusatzgewichte anzubringen, Laufgewichte, Schaftgewichte und so weiter. Ich habe jetzt erstmal überhaupt nichts angebracht, obwohl auch da im Zubehör eine ganze Menge dabei war. Jetzt schauen wir uns mal das Gewehr in der Nahaufnahme an. Hier seht ihr die Basic Schaftkappe. Ist hier in der Höhe verstellbar. Das Gelenk lässt sich einstellen. Das hier lässt sich in der Höhe justieren. Hier kann man das noch nach außen ziehen, den Schaft um bis zu 4 cm verlängern. Die Schaftbacke kann angehoben werden. Diese eine Schraube hält den kompletten Schaft am Gewehr fest. Ihr seht den Nussbaumholzgriff, den Abzug. Da möchte ich nochmal die schöne Beschriftung zeigen. Ich hoffe, dass man das so sieht. Die einzelnen Stellschrauben voll einstellbar. Hier unten eine kurze UIT-Schiene. Die vordere Auflage. Die Hülle um die Kartusche aus Carbon. Den Lauf aus Aluminium. Hier seht ihr den Spannhebel. Und vorne, was die Field Target Version hat, ein Innengewinde. Da gibt es einen Adapter, der dann auf halb Zoll UNF adaptiert. Und da könnt ihr dann einen Kompensator bzw. einen Schalldämpfer anbringen. Später seht ihr dann auch noch den Field Target Hinterschaft, der war vorab montiert. Ich persönlich habe beide getestet,
Habe mich mit dem Basic-Schaft etwas wohler gefühlt. Allerdings bin ich in Sachen Field Target auch nicht das Maß aller Dinge. Die richtigen Profis, die schießen natürlich hier unten mit dieser Hackenkappe, um einfach wiederholgenau immer wieder das Gewehr in Anschlag zu haben. Kommen wir erstmal zum Konzept. Die Firma Anschütz hat sich dabei bei dem Namen One natürlich auch etwas gedacht. Und zwar geht es in diesem Konzept darum, dass es ein Gewehr für die ganze Familie, für alle Disziplinen geeignet ist. Das Gewehr ist so flexibel einstellbar, sei es hier vom Vorderschaft her, der in der Höhe verstellbar ist, als auch hier vom Hinterschaft, vom Griff, vom Abzugsgewicht, vom Gewicht. Der Vorderschaft lässt sich abmontieren, umdrehen, für aufgelegt schießen. Oder ihr habt die Möglichkeit, wenn es jetzt einen ausgewiesenen Field-Target-Schützen in der Familie gibt, eben einfach den Field-Target-Hinterschaft euch dazu zu kaufen. Es gibt noch eine dritte Schaftvariante, und zwar ist es der Schaft der normalen One, und das ist ein Schaft, der hier diese verstellbaren Glieder hat, auch nach unten weggehend, der sich halt hier an den Einzelgliedern komplett auf eure Schulter genau einstellen lässt. Und hier sehen wir jetzt den Field Target Schaft. Die Schaftbacke lässt sich nach vorne, hinten und seitlich kippen. Hier seht ihr diesen Doppelaufnehmer, da könnt ihr den ganzen Schaft parallel zum Gewehr nach rechts oder links verschieben. Ihr habt die Möglichkeit, ich lege es gerade mal ab. Ihr habt die Möglichkeit, hier den ganzen Schaft nach hinten zu verschieben. So lässt sich das wirklich für etwas kleiner gewachsene oder sehr groß gewachsene Personen einfach perfekt anpassen. Ich nenne es jetzt mal hier die Feedback-Stange. Schlagt mich nicht, ich weiß den exakten Begriff nicht. Der wird auf der Brust aufgelegt. Dann habt ihr hier den Haken hinten dran, der unter die Achsel geklemmt wird, dass ihr immer wiederholgenau in den Anschlag gehen könnt. Und hier oben die Glieder, die sind natürlich noch erweiterbar, da könnt ihr euch auch 10 Stück hinbauen. Die könnt ihr natürlich dann auch perfekt an eure Schulter anpassen. Seitlich ist das Ganze natürlich auch noch neigbar, also da könnt ihr euch ein Jahr Urlaub nehmen und einfach mal nur einen Schaft einstellen. Absolut unglaublich und super durchdacht. Bei der Field-Target-Variante ist natürlich auch wie bei den anderen 9015 One-Gewehren der 50-65 4K Abzug verbaut. Ihr habt die Möglichkeit, den Abzug komplett frei einzustellen. Ihr könnt den Vorweg einstellen, ihr könnt das Vorwegsgewicht einstellen, ihr könnt den Nachweg einstellen, den Abzug könnt ihr einstellen, das Abzugsgewicht zwischen 30 und 170 Gramm. Ihr könnt einen Druckpunktabzug daraus machen, ihr könnt einen Direktabzug daraus machen. Natürlich lässt sich das Züngel in jede Richtung verstellen, lässt sich seitlich drehen, lässt sich in der Höhe verstellen, und nicht wenige behaupten, dass das der beste Matchabzug der Welt sei. Ich selbst habe jetzt noch nicht alle getestet. Eins kann ich sagen, es ist ein absolut unglaublicher Abzug. Das ist ein kugelgelagerter Abzug, der mittels 4 Kugeln eine sehr kurze Auslöszeit des Schusses eben ermöglicht. 2 weitere Tipps möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Zum einen gibt es die Möglichkeit des Trockentrainings. Ich habe hier das Gewehr momentan gesichert. Spann das Gewehr. Und dann lässt sich hier Trockentraining betreiben. Der zweite Tipp ist zum Thema Kartusche, wie ihr die Ohrringe schonen könnt. Und zwar geht ihr her und dreht die Kartusche um 360 Grad, gibt 3 Leerschüsse ab und dann ist das System druckfrei und ihr könnt schonend die Kartusche vom System entfernen. So, jetzt möchte ich euch gerade mal die Verstellmöglichkeiten des Vorderschafts zeigen. Und zwar habt ihr hier unten einen Schnellverschluss. Da habt ihr die Möglichkeit, den einfach in der Höhe einzustellen. Ich drehe das Gewehr mal vorsichtig um. Hier seht ihr einen weiteren Stellverschluss.
Da habt ihr die Möglichkeit, den Vorderschaft nach vorne, hinten oder seitlich zu verstellen. Oder der Schaft lässt sich herausnehmen, umdrehen. Ich versuche das mal hier einhändig ordentlich hinzubekommen. Und schon habt ihr die Möglichkeit, perfekt aufgelegt mit dem Gewehr schießen zu können. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie konstant das Gewehr ist und machen einen Chronetest. Viel Spaß! So, ich habe jetzt die Waffe hier auf den beiden Rests positioniert, dass die immer exakt die gleiche Position haben werden, nicht, dass ich irgendwelche Fehlmessungen haben werde. Es geht heute nicht darum zu messen, wie stark die Waffe ist, das ist Schmarrn, sondern es geht lediglich darum, die Konstanz der Waffe hier am Chroni zu messen. Eingestellt habe ich die auf 7,5 Joule und ja, dann schauen wir einfach mal nach 10 Schuss, wie denn die Abweichungen nach unten oder oben sind. Also, viel Spaß! So, das waren die 10 Schuss. Schauen wir uns gerade mal hier die Statistiken an. Schussanzahl 10. Durchschnittliche Energie 7,55 Joule. Okay, ich kann es ein bisschen runterregeln, bleibt im Toleranzbereich. Durchschnittliche Geschwindigkeit 166,23. Von 165,13 bis 167 hat man alles dabei. Und die Konstanz von den Standardeinstellungen der Abweichung im Schnitt von 0,51 Meter. Das ist ein extrem guter Wert. Also hier könnt ihr schon mal sehen, dass da auf jeden Fall eine höchste Präzision ist. 0,5 Meter Abweichung, das ist beim Zielen auf 25 Meter praktisch nicht relevant. Also das ist nichts, wo man in irgendeiner Weise ausgleichen könnte oder ja, das ist ein perfekter Wert. Wenn ihr diese Schraube und auf der gegenüberliegenden Seite die gleiche Schraube herausdreht, könnt ihr das komplette System aus dem Schaft nehmen und dann kommt man mit einem Spezialschlüssel an die V0-Schraube, die ihr hier unten seht. Und hier habt ihr jetzt meine fertige Field Target Kombination. Montiert ist der Schalldämpfer von Anschütz, der an den halb Zoll UNF Adapter, sieht man hier, dass es jetzt ausschaut wie ein Doppelring, montiert ist. Dann ist hier die Halterung für das Zweibein, das kleine, das lediglich dazu dient, dass man die Waffe halt eben vor und nach dem Wettkampf abstellen kann. Und mit dieser einen Schraube dreht man dieses Zweibein raus. Das würde ich dann während dem Wettkampf auch nicht mit transportieren. Kommen wir zum Fazit. Vor euch befindet sich mein absolutes Traumgewehr. Jedes Teil, das mit der Haut in Berührung kommt, ist aus wunderschönem Nussbaumholz gefertigt. An dem ganzen Gewehr befindet sich keine scharfe Kante oder kein einziger Grat. Die Verarbeitung ist perfekt. Und egal, welche meiner Disziplin ich ausüben möchte, egal ob HFT, FT, Stehen, Schießen oder Benchresten, ich kann dieses Gewehr
genau passend auf meinen Körper einstellen. Ja, das war's von meiner Seite. Ist ein längeres Video heute geworden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall und ich werde ihn jetzt auch noch die nächsten Stunden haben, weil jetzt wird erstmal noch ein bisschen geschossen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.